Die Einstufung wird demnach vorläufig ausgesetzt, bis das Verwaltungsgericht Köln über den AfD-Eilantrag entschieden hat. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, wann über den Eilantrag entschieden wird, das ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Nicht mehr öffentlich, während das Gericht prüft, die AfD als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet. Es heißt aber auch, dass zum Beispiel, während jetzt das Gericht noch prüft, die Beobachtung der AfD als rechtsextremistische Bewegung ausgesetzt ist. Sprich, dass einzelne Abgeordnete zum Beispiel jetzt nicht fürchten müssen, abgehört zu werden. Hey Leute, willkommen in der Realität. Der Verfassungsschutz rudert plötzlich zurück. Die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem wird ausgesetzt. Und warum? Weil Faeser wieder einmal intrigant durchregiert hat, ohne es rechtlich abzusichern. Jetzt nach der Klage fliegt ihr Versagen wieder mal auf. Das Ganze wirkt nicht wie eine seriöse Prüfung, sondern wie ein politisches Spiel, das aus dem Ruder läuft. Und wer heute noch glaubt, das hätte mit Neutralität zu tun, der sollte sich genau anschauen, was hier gerade passiert. Auf geht's! Und wir wollen sprechen über folgende Eilmeldung, denn im Eilverfahren der AfD gegen ihre Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung hat das Bundesamt für Verfassungsschutz eine sogenannte Stillhaltezusage abgegeben. Die Einstufung wird demnach vorläufig ausgesetzt, bis das Verwaltungsgericht Köln über den AfD-Eilantrag entschieden hat. Wie das Gericht am Donnerstag mitteilte, wann über den Eilantrag entschieden wird, das ist allerdings noch nicht bekannt gegeben worden. Wir blicken zu meiner Kollegin Christina Lewinsky aus der Politikredaktion. Sie steht für uns vor dem Kanzleramt hier in Berlin. Christina, gibt es schon Hintergrundinformationen, was für ein Zeitplan jetzt hinter diesen Entscheidungen stecken könnte? Also zunächst mal für den Hintergrund, Dorothea, ist es ja so, dass die AfD geklagt hatte per Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht in Köln eben gegen diese Einstufung, gegen diese Hochstufung als gesichert rechtsextremistisch. Und der Verfassungsschutz hat jetzt gesagt, jawohl, aus Respekt vor dem Gericht in Köln und einfach weil man dem Gericht Zeit geben möchte, um das Ganze juristisch wirklich fundiert und in aller Ruhe zu prüfen, hat man eben jetzt diese Stillhaltezusage veröffentlicht. Was heißt das konkret? Das heißt einerseits, dass man jetzt nicht mehr öffentlich, während das Gericht prüft, die AfD als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet. Sprich, man hat zum Beispiel auch von der Webseite des Verfassungsschutzes sofort jetzt die Pressemitteilung runtergenommen vom 2. Mai, wo man diese Einstufung ja veröffentlicht hatte. Es heißt aber auch, dass zum Beispiel, während jetzt das Gericht noch prüft, die Beobachtung der AfD als rechtsextremistische Bewegung ausgesetzt ist. Sprich, dass einzelne Abgeordnete zum Beispiel jetzt nicht fürchten müssen, abgehört zu werden. Und Teile in der AfD, die feiern das jetzt schon als Erfolg. Zum Beispiel vom Landesverbandschef in Niedersachsen heißt es, dass diese politisch motivierte Hochstufung jetzt korrigiert wurde, revidiert wurde. Das ist nicht ganz richtig, weil diese Meldung vom Verfassungsschutz eben nicht bedeutet, dass die Einstufung korrigiert oder revidiert wird, sondern sie wird schlichtweg ausgesetzt, während eben das Verwaltungsgericht in Köln weiter prüft. Und dahingegen hat sich eben jetzt gerade auch Alice Weidel und Tino Kruppalla, die beiden Parteichefs der AfD, geäußert. Und Tino Kruppalla sagte, ja, diese Prüfung, die man jetzt erstmal abwarten möchte, die bedeutet eben, dass das ein Schritt zur Entlastung der AfD ist. Er geht natürlich davon aus, dass das Verwaltungsgericht in Köln insgesamt dann diese Entscheidung des Verfassungsschutzes zurücknehmen wird. Wann tatsächlich Köln entscheiden wird, das Verwaltungsgericht dort, das ist überhaupt noch nicht absehbar. Vielen Dank dir, Christina, für diese wichtigen Erklärungen aus dem Hintergrund, was da eigentlich gerade passiert. Danke dir. Dass der Verfassungsschutz jetzt plötzlich die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem zurücknimmt, ist kein Zeichen von Rechtsstaatlichkeit. Es ist das Offenlegen eines politischen Spiels, das nicht aufgegangen ist. Und wer steckt mittendrin? Nancy Faeser. Kurz vor ihrer Entlassung haut sie dieses sogenannte Gutachten raus, wohl wissend, dass es juristisch hochproblematisch ist. Und jetzt haltet euch fest, nicht mal die AfD hat dieses Gutachten überhaupt bekommen. Es gilt offiziell als geheim. Aber Medien wie der Spiegel zitieren auf einmal daraus, weil offenbar gezielt Infos durchgestochen wurden. Was heißt das? Der Verfassungsschutz erhebt schwerste Vorwürfe gegen eine Partei und der Beschuldigte darf die Beweise nicht mehr einsehen? Das ist kein Verfahren, das ist politische Brandmarkung.
gesteuert und abgesichert von Leuten wie Faeser. Juristen haben das von Anfang an kritisiert. Das Verfahren, die Vorgehensweise, die Timing-Taktik. Aber es war nie das Ziel, das juristisch sauber durchzubringen. Es ging darum, die AfD öffentlich zu beschädigen. Vor der Europawahl, vor den Landtagswahlen. Der Schaden ist angerichtet, auch wenn die Einstufung jetzt zurückgezogen wird. Denn das Framing steht, rechtsextrem, von offizieller Stelle ausgesprochen, auch wenn es keine gerichtfeste Grundlage gibt. Und das passt ins Bild. Die Altparteien, egal ob CDU, SPD oder Grüne und Linke, sie hängen alle unter einer Decke. Keine Kritik, keine Distanz, kein Widerspruch, nur Schweigen und Mitmachen. Denn die Wahrheit ist, sie wissen genau, dass die AfD ihnen gefährlich wird. Und das hier ist keine Einzelaktion, es ist Teil einer Strategie, um die größte Oppositionskraft im Land kaltzustellen. Und wenn man dann noch sieht, was auf europäischer Ebene vorbereitet wird, von Migrationspakt bis WHO-Zentralisierung, dann erkennt man den Plan. Kritik muss weg und wer sie äußert, wird öffentlich stigmatisiert, bevor er zu stark wird. Nancy Faeser war dabei nur das passende Werkzeug. Eine Ministerin, die nicht prüft, nicht hinterfragt, sondern handelt, als ginge es um einen persönlichen Rachefeldzug. Und jetzt fällt es ihr auf die Füße. Aber der politische Schaden bleibt. Die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem ist erst einmal vom Tisch. Aber nur, weil das Gericht das Gutachten jetzt genau prüft. Ein kleiner Erfolg für die AfD. Aber von einem Sieg kann noch keine Rede sein. Und genau das ist das Gefährliche. Faeser und ihre Truppe wussten, was sie da tun. Sie haben diesen Schritt in Kauf genommen, wohl wissen, dass er juristisch nicht hält, aber öffentlich wirkt. Denn das Framing sitzt und der Plan läuft weiter, nur etwas leiser. Deshalb muss man jetzt genau hinschauen, genau hinhören, denn diese Leute planen langfristig und sie rechnen damit, dass die Mehrheit schweigt. Wenn du willst, dass solche Machenschaften nicht untergehen, dann like das Video, abonniere den Kanal und schreib deine Meinung in die Kommentare, denn wer nur zuschaut, wird irgendwann nur noch gehorchen dürfen. Bis zum nächsten Mal.